Mein Name ist Sebastian Marbacher, ich bin Produktgestalter. Wir befinden uns heute hier in meinem Atelier am Silke, einen Steinwurf entfernt vom Museum für Gestaltung. Seit 2013 bin ich als Einmannbüro unterwegs, arbeite für diverse Unternehmen, öffentliche und kulturelle Institutionen. Nebenbei initiiere ich immer wieder eigene Projekte, freiere Arbeiten, mehr experimentell, alleine, aber auch mit anderen zusammen. Und seit knapp 3 Jahren arbeite ich mit der Galerie Okro in Chur zusammen. Heute dreht sich meine Arbeit vor allem um Alltagsgegenstände, Möbel und ortsspezifische Projekte. Also es sind meistens maßgeschneiderte Lösungen und eigentlich immer bin ich in der Rolle des Gestalter, manchmal auch involviert in der Umsetzung. Und es kann auch sein, dass das Involvieren von anderen Menschen in der Umsetzung eigentlich Teil des Konzepts ist. Für mich spannend sind Aufgaben, die mit dem öffentlichen Raum zu tun haben, mit ortsspezifischen Lösungen, wo man sich mit einem Ort, am liebsten etwas, das ich noch nicht kenne, mich kann mit dem Ort auseinandersetzen oder auf neue Menschen treffen, die ich noch nicht kenne und mich kann mit denen austauschen. Vor 2 Jahren konnte ich ein Kunst am Bau-Projekt machen für eine Primarschule. Und das Arbeitsfeld interessiert mich sehr. Also die Zusammenarbeit und die Dimension mit Architektinnen und Architekten. Weiter möchte ich mich aktiv an der Suche beteiligen, wie wir verantwortungsvoll mit unserem Planeten umgehen können. Sei das lokal mit Handwerkerinnen und Handwerkern, aber auch mit der Industrie oder mit dem Teil der Industrie, der auch offen ist für neue Lösungen. Ich denke, wenn ich zurückschaue auf die knapp 8 Jahre, wo ich jetzt selbstständig bin, hat jedes Projekt, das ich realisiert habe, wichtige Erfahrungen oder wichtige Erkenntnisse mir mit auf den Weg gegeben. Wenn ich jetzt 3 exemplarische rauspicke, die ein schönes Bild zeichnen, worum es mir als Gestalter geht, dann wären das einerseits die Baustellenbank, der Basic Chair und Playground Sculptures. Ich kann die noch schnell mit einem Bild ein bisschen genauer vorstellen. Das eine sind Baustellenbänke, das ist Sitzbank aus diesen rot-weißen Baustellenabsperrungen, die man von der Straße kennt. Ich baue die seit 2012 ungefragt als Guerilla-Aktion im öffentlichen Raum und lasse die nachher stehen und dokumentiere, was passiert. Als zweites der Basic Chair, ein einfacher stapelbarer Stuhl aus Holz, wo die Zugewandtheit, der soziale Gedanke vom in der Gruppe sitzen in sich trägt, reduziert ist. Und als drittes wären das die Sitzelemente für die Primarschule in Zofingen, wo ich im Innen- und Aussenbereich so in Gruppen angeordnete farbige Volumen, wo die Kinder sich den Ort im Spielen aneignen. Und die Elemente, die bedienen sich architektonischem Vokabular von dem Haus, sind aber gleichzeitig auch maßgeschneidert auf die Anatomie vom Kind. Und die haben sehr die spielerisch und auch vielleicht die Seite vom Nutzungsvorgaben nicht ganz klar kommunizieren, sondern auch einen grossen Interpretationsspielraum eigentlich offen lassen, wie man mit Objekten begegnet und wie man sie braucht. In der Designgeschichte oder auch in der Kunstgeschichte bin ich immer wieder auf Arbeiten oder Projekte gestoßen, die ebenfalls in die Richtung gehen, von
in der Grauzone sein, dass man genau erkennt, was die implizierte Nutzung ist oder wie man es braucht. Wir kommen da zum Beispiel den Skulpturenkünstler Scott Burton in den Sinn, wo einerseits sehr skulpturale Arbeiten gemacht hat, aber auch im öffentlichen Raum Möblierungen oder sogar auch für Firmen zum Teil Möblierungen gemacht hat. Und mich interessiert das Spannungsfeld zwischen, es ist klar ein Möbel und man kann es brauchen, aber es kann auch Sachen offen lassen und man kann es interpretieren, so wie man es möchte als Benutzer. Also ich komme definitiv vom Metall, vom Maschinenbau, vom auch ganz Genauen. Ich habe ein Normenbüchlein immer noch bei mir hier in der Bibliothek. Holz zeichnet sich für mich einfach, oder habe ich sehr gerne bekommen als Material zum Arbeiten, weil es so menschennah und auch so warm und auch einfach zum Bearbeiten und zum Bekommen ist. Viel zugänglicher als Metall. Ein wichtiger Aspekt von dem Stuhl ist sicher so, dass er so einfach erscheint. Viele Leute, die drauf sitzen, extrem überrascht sind, wie bequem dass er trotzdem ist. Und auch so ein bisschen der erste Eindruck vom Palettenmöbel, der in 5 Minuten zusammengeschraubt worden ist, eigentlich so kommuniziert auf den ersten Blick. Aber sobald man sich vielleicht auch selber mal mit so einer Aufgabenstellung auseinandergesetzt hat, weiss man, dass es noch ein bisschen mehr braucht als 5 Minuten, bis es dann so funktioniert, dass es sich eben auch bis unter die Decke stapeln lässt. Das grösste oder eine von der wichtigsten Details oder Herausforderung ist in dem Moment, wo das gestapelt wird, dass die Hinterbeine ja irgendwann an der Rückenlehne ankommen. Und für das ist eigentlich so die ausgeklügelte und ausprobierte Geometrie, so wie können die Schrägen zueinander verlaufen, sodass es gerade noch genug Standfläche gibt, aber gleichzeitig auch sich wie so nirgends in den Weg kommt beim Stapeln. Geht sicher. Ein grosser Teil ist das Bauchgefühl, wo, wenn man in Kontakt ist, wie das Gefühl hat, es geht den Menschen wirklich um eine Vision, um eine Verantwortung auch zu nehmen und nicht nur um das schnelle Geld oder irgendwelche rechtliche Geschichten. Und darum ist für mich schon immer interessant oder auch ein ausschlagender Punkt, was steckt dahinter, was für eine Motivation steckt dahinter, hinter einem Auftraggeber oder hinter einer Produktion. Und die Verantwortung, die, glaube ich, liegt bei uns Designer genauso wie bei den Konsumenten und bei allen anderen.